Was verdammt nochmal habt ihr mit Mutters Grab zu schaffen? Ich habe keine Lust, mit dir darüber zu reden. Ich warne dich, Carla. Ihr lasst die Finger von der Familiengruft, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Wir bekommen es andauernd mit dir zu tun. Vorsicht, ich kann auch anders. Mann, diese Laune. Musstest du in letzter Zeit ein paar Niederlagen einstecken? Was denn? Versucht unser Bastard jetzt witzig zu sein? Herrgott, mir reicht's jetzt. Also, was habt ihr vor? Früher oder später wird das sowieso erfahren. Du könntest dich eigentlich freuen. Du warst doch immer Francescas Liebling. Freuen worüber? Wir glauben... Du glaubst. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es gibt eine Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Maria Galdi in Wahrheit unsere Mutter ist. Bitte? Sag mal, bist du jetzt völlig bescheuert? Ist das irgend so ein armseliger Versuch, mit deiner Schuld fertig zu werden? Du hast Mutter auf dem Gewissen, egal was sich dein krankes Hirn noch ausdenkt. Jetzt hört auf! Völlig krank. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich dachte schon, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Naja, sonst machen Überraschungspartys ja auch keinen Sinn. Nicht, dass du denkst, die Party war wirklich eine tolle Idee. Aber zu zweit ist es halt... Ja, das finde ich doch auch. Oh, Vorsicht. Das hat dir Gregor verraten, oder? Dass du ständig zu spät kommst? Und, gefällt sie dir? An der laufe ich seit Monaten vorbei. Danke. Probier mal an. Ich denke, die steht dir gut. Ja. Ich bin so froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ja, das finde ich auch. Du gehst freiwillig. Wie schön. Bringen Sie mir bitte ein neues Gedeck. Ah, Gnädigste lässt ihre Autorität spielen. Ich glaube, jetzt kriege ich wirklich Angst. Glaub doch, was du willst. Fest steht, dass Carla endlich den Platz einnimmt, der ihr als Familienoberhaupt zusteht. Ach, fast hätte ich es vergessen. Luise weiht ja heute diese Kulturstiftung ein und sie hat nachgefragt, ob du sie vielleicht briefen könntest. Ach, sie geht tatsächlich hin. Bei all dem Medienrummel. Dass ausgerechnet jetzt Frau Galdi gegangen ist. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Naja, besonders loyal ist es ja nicht, aber wie auch immer. Rebecca, bist du soweit? Wir müssen los. Bis später. Ja. Du siehst müde aus. Danke gleichfalls. Ich muss los. Ich treffe mich jetzt mit diesem Hauser.
Hoffentlich hat er endlich rausgefunden, wo die Galdi steckt. Du verrennst dich da in was? Habe ich etwa den Eindruck? Leonard, wir hatten alle eine harte Zeit. Ich ja wohl am wenigsten. Wirklich. Wie lange hast du Sarah nicht gesehen? Ach, komm schon, Carla. Natürlich vermisse ich Sarah, aber deswegen halluziniere ich doch nicht. Ich würde sagen, du nimmst dir eine Auszeit. Fährst nach Boston zu Sarah. Dann siehst du die Sache vielleicht anders. Hey, Mist, ich habe gedacht, hier ist alles schon blitzblank. schlechtes Timing. Ist aber nicht mehr viel. Und? Geht's dir wieder besser? Naja, das mit meinem Magen war ziemlich schnell wieder gut. Hat Charlie dich also gut gepflegt? Ja, haben uns wohl nicht besonders geschickt angestellt. Für was haltet ihr uns denn? Blöd und blind gleichzeitig? Und? Naja, also, gibt's ja doch keine Ruhe. Es hat ziemlich geknistert. Geknistert. Gelodert. Ihr habt es also getan? Sei doch nicht so indiskret. Sie hat dich ausgezogen? Ich habe nichts gehört. Ich glaube, an Tisch 7 will jemand zahlen. Und weiter? Ja, ich war schrecklich aufgeregt. Das ist ja immerhin Neuland für mich. Stella war unglaublich zärtlich. Sie hat so weiche Lippen. Ganz anders als ein Mann. Ja, und dann Ja. habe ich versagt. Olli, ich konnte es einfach nicht. Aua. Wie hat Stella darauf reagiert? Ich habe Angst, ihr das Herz zu brechen. Ich wollte noch mit Charlie reden, hier sagen, dass es nichts macht. Ich kann warten. Aber sie... Es tut mir leid. Das war's dann wohl. Hey, willst du jetzt aufgeben oder wie? Ich fühle mich so elend. Was soll ich denn jetzt tun? Ja. Kannst du es dir denn vielleicht irgendwann mal vorstellen oder eher gar nicht? Also, um ehrlich zu sein, Gib ihr Zeit. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Du meinst, ich habe noch eine Chance? Die kalte Galdi soll eure Mutter sein? Naja, das denkt zumindest mein seelisch labiler Bruder. Naja, mit ein bisschen Fantasie ist eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Vielleicht hat er ja recht. Ach, bitte, Tanja, jetzt fang du nicht auch noch mit diesem Blödsinn an. Wieso? Der Gedanke hat doch was für sich. Francesca, Gräfin von Lahnstein, kehrt von den Toten zurück. Na, die Kosmetikerin müsste jetzt Schminktäschchen packen und wieder Lippenstifte verkaufen. Zugegebenermaßen ein recht verlockender Gedanke. Obwohl für deinen Bruder wär's ein harter Schlag. Wenn deine Mutter leben würde, wär's nicht gerade die feine Art, ihn mit seiner Schuld, die keine ist, alleine zu lassen. Naja, mit Leo kam sie ohnehin nicht besonders klar. Mit Carla übrigens auch nicht. Eigentlich nur mit mir. Du warst ihr Liebling? Ansgar, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Ein neues Familienoberhaupt. Carla wird vom Thron gestoßen und du bist der neue Thronfolger. Also ich finde, wir sollten diese Frau suchen. Ach, Tanja, jetzt hör auf mit diesem Schwachsinn. Die Alte ist entweder verrückt oder eine Hochstaplerin. Ich hätte gar nicht davon erzählen sollen. Ist ja schon gut. Meine Mutter war der beste Mensch, den ich kenne. Sie hätte uns nie in dem Glauben gelassen, dass sie tot ist. Jetzt kümmere dich um deinen eigenen Kram und lass mich mit diesem Mist in Ruhe. Ich habe den Fahrer bestellt. Du wirst dich selbst hinter Steuer setzen müssen. Wenn La Principessa so wichtige Termine hat. Ich bin gleich soweit. Ich suche nur noch meinen... Ja, was ist mit Ihnen? Alles in Ordnung? Natürlich. Maria Galdi ist wieder da. Ich habe Ihnen bereits gesagt, Maria Galdi ist nicht mein Name. Also, würden Sie mich bitte korrekt ankündigen? Was soll das Theater? Kann uns mal bitte jemand aufklären? Ich bin Francesca von Lahnstein.
Ja, und jetzt glauben Sie, mit diesem bunten Kleid machen Sie Ihre absurde Behauptung auch nur ansatzweise glaubwürdiger? Ich finde, sie sieht damit viel besser aus. Hannes, kommst du bitte? Carino mio. Komm. Der Junge spürt, was ihr alle nicht glauben wollt. Ich bin Francesca, eure Mutter. Das ist doch völlig absurd. Das ist lächerlich und nicht zu fassen. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Bitte, hört mich doch erst einmal an. Ich weiß, meine Geschichte ist absurd, aber bitte, hört sie euch wenigstens an. Es tut mir leid, auf diesen Quatsch habe ich keine Lust. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß, wie sensibel du bist. Tagelang hast du Angst vor dem Wolf gehabt, als ich dir Rotkäppchen vorgelesen habe. Kommen Sie vom Varieté? Und jetzt raus hier! Immer noch der gleiche Dickkopf. Jedes Mal das Gleiche, wenn du weiße Strümpfe tragen solltest. Leonard, du warst schon immer der Einsichtigste. Hast immer vermittelt, wenn es Streit gab. Und den gab es regelmäßig, wenn es um Schokolade ging. Wirst wenigstens du mich anhören. Ich wollte euch das eigentlich ersparen, nach all den Jahren. Schließlich hattet ihr euch damit abgefunden, dass ich nicht mehr bin. Oh, jetzt kommen Sie doch bitte endlich zum Punkt. Damals, als ich mit Leonard in Verona war, vor dem schrecklichen Unfall. An dem Tag warst du schwimmen. Und ich ging allein in die Stadt. Und dort sah ich eine Schießerei. Die Mafia wollte jemanden aus dem Weg räumen. Und plötzlich gab es 3 Tote. Ich sollte als Zeugin aussagen. Doch dann kamen plötzlich diese Anrufe. Eine heisere Stimme, die mir drohte. Klar, war wahrscheinlich der Pate persönlich. Er warnte mich. Drohte mich umzubringen, mich und meine Kinder. Also es tut mir leid, diesen Schwachsinn höre ich mir keine Sekunde länger an. So, und jetzt lassen Sie mich raten. Zeugenschutzprogramm, neue Identität, neues Gesicht. Ich weiß, das ist alles schwer zu glauben. Oh ja. Und wenn ich es erfunden hätte, wäre es gewiss glaubwürdiger. Aber meine Geschichte ist wahr. Wenn ich sie zu Ende erzählen darf. Bitte. Von dem Unfall selbst weiß ich nicht mehr viel. Eigentlich wollten wir länger bleiben. Aber ich war verängstigt und drängte Leonard aufzubrechen. Der hatte damals seit einigen Wochen seinen Führerschein und wollte unbedingt ans Steuer. Die Landstraßen dort waren damals in einem erbärmlichen Zustand. Ja, ich konnte zwar mein eigenes und vor allem euer Leben retten. Aber den Preis, den ich dafür zahlen musste, war viel zu hoch. Ich habe euch so schrecklich vermisst. Aber es war mir verboten, mit euch Kontakt aufzunehmen. Damit hätte ich meine wahre Identität verraten und euch wieder in Gefahr gebracht. Ich verstehe das nicht. Ich dachte immer, meine Mutter sei bei dem Unfall gestorben. Du warst bewusstlos. Und ich hatte nur leichte Verletzungen. Ja, was? Und der Geheimdienst hat sich das dann zunutze gemacht und dich für tot erklärt? Von der Mafia verfolgt und dann baut Leonard zufällig diesen Unfall? Die glaubt tatsächlich, wir nehmen ihr die Geschichte ab? Naja, es ist schon erstaunlich, wie viel sie über euch weiß. Ja, sie hat ja auch genug Zeit, im Schloss rumzuschnüffeln. Leonard hatte sie doch erwischt. Die Frau ist nicht meine Mutter, niemals. Ich würde sie doch erkennen, wenn sie vor mir steht. Wenn du nicht so früh abgehauen wärst, hättest du es mitbekommen. Sie hat sich eine Gesichtsoperation unterzogen und so konnte sie unter falscher Identität leben. Na schön. Und warum gibt sie sich ausgerechnet jetzt zu erkennen? Sie ist als Luises Privatsekretärin aufs Schloss gekommen. Vielleicht wollte sie ursprünglich sehen, wie es euch geht und dann sind ihre Gefühle mit ihr durchgegangen. Na sicher. Sie hat ganz einfach Gefallen an dem Leben hier gefunden und jetzt will sie sich hier einschleichen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ausgerechnet du auf sowas reinfällst. Die Frau ist nicht ganz richtig im Kopf. Vielleicht sogar gefährlich.
Ich rufe jetzt die Polizei. Carla, bitte. Wir sollten nichts überstürzen. Sowas zieht nur weitere Kreise. Aber Luise muss informiert werden. Ich halte es für das Beste. Wenn das Ganze erst einmal unter uns bleibt. Bis wir wissen, was an der ganzen Geschichte dran ist. Das kann ich dir sagen. Gar nichts. Was, wenn doch? Du musst zugeben, dass es einen Reiz hätte. Nicht wirklich. Ein neues Familienoberhaupt. Die Erbfolge wäre eine andere. Zum letzten Mal, Tanja. Es lohnt sich nicht, darüber weiter nachzudenken. Du hattest doch immer ein gutes Verhältnis zu ihr. Du warst ihr Liebling. Verdammt nochmal, Tanja. Diese Irre ist nicht meine Mutter, kapiert? Das wäre verdammt schade. Was macht dich denn so sicher? Zum Beispiel die Tatsache, dass sie offensichtlich vergessen hat, dass sie nicht nur 3 Kinder hat, sondern 4. Sie hat nicht einmal nach Konstantin gefragt. Auf einer Journalistenschule in London. Wann kommt er denn zurück? Ich würde ihn so gern wiedersehen. Langsam. Ganz langsam. Eins nach dem anderen, okay? Ich weiß. Ich weiß, dass ich euch viel zumute. Aber hast du eine Ahnung, wie schwer es mir gefallen ist, euch allen etwas vorzuspielen? Ich konnte einfach nicht mehr. Könntest du dir sowas wie einen Neuanfang vorstellen? Für uns? Als Familie? Hör zu, so einfach ist das nicht. Oh, pardon. Baron Tepp? Wollten Sie zu mir? Ja, Es geht um Luise. Ich müsste Ihre sämtlichen anstehenden Termine wissen. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Frau Galdi? Ehrlich gesagt, ich weiß im Moment gar nicht, wie ich Sie ansprechen soll. Mit Gräfin Lahnstein. Oder nennen Sie mich doch Francesca. Sie finden das absurd, nicht wahr? Wie auch immer. Wissen Sie eigentlich, was Sie den Kindern damit antun? Sie reißen alte, längst vernarbte Wunden wieder auf. Sie bringen den Schmerz zurück, der schon überwunden war. Carla musste immer stark sein. Wie sehr hat sie sich in all den Jahren nach Unterstützung durch ihre Mutter gesehnt. Und auch Ansgar hätte die Liebe seiner Mutter gebraucht. Er wäre ein anderer Mensch geworden. Aber Leonhard, für ihn ist es am schlimmsten. Er hat sich all die Jahre die Schuld am Tod seiner Mutter gegeben und er hat es bis heute nicht überwunden. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Es ist egal, wer Sie sind. Aber es kann nicht in Ihrem Interesse sein, Ihnen das anzutun. Also, was wollen Sie? Mein altes Leben zurück. Da haben Sie uns ja wirklich eine sehr aufregende Geschichte erzählt. Dramatisch, sogar rührselig. Aber wir glauben Ihnen kein Wort. Sie sind nichts weiter als eine Betrügerin und Sie können sich glücklich schätzen, dass wir noch nicht die Polizei gerufen haben. Und jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen und lassen sich hier nie wieder blicken. Was ist? Soll ich sie persönlich rauswerfen? Leonhard. Du hast als Erster das Band zwischen uns gespürt. Glaubst du mir, dass ich deine Mutter bin?